Hallo liebe Community, hier ist der Werkbär mit einem neuen Video. Heute zeige ich euch meinen persönlichen Überblick über verschiedene Handschuhe, die ich so im Einsatz habe. Hier seht ihr alle meine Handschuhe, die ich für meine Hobbyarbeiten verwende. Jeder Handschuh hat einen eigenen Zweck. Jetzt wollt ihr vielleicht wissen, wieso machst du dieses Video? Da ich selber sehr lange nach geeigneten Handschuhen gesucht habe, dachte ich mir, dass euch meine Erfahrungen vielleicht interessieren könnten. Doch bevor wir beginnen, habe ich euch einen kurzen Disclaimer eingeblendet. Der erste Handschuh kommt aus dem Gartenbereich. Dieser besteht hauptsächlich aus Wolle. Die Handflächen sind mit kleinen Noppen versehen. Für das Heimwerken ist dieser Handschuh eher ungeeignet, da er keine Schutzvorrichtungen, zum Beispiel gegen Quetschungen oder Stiche, besitzt. Daher mein persönliches Fazit: Für Gartenarbeiten oder allgemeine Erdarbeiten ist dieser Handschuh vollkommen ausreichend. In einer Werkstatt hat dieser Handschuh allerdings nichts verloren. Der zweite Handschuh besteht hauptsächlich aus Leder. Dieser ist dadurch fester, jedoch nicht wasserfest. Aufgrund der Dicke kann man außerdem keine feinmotorischen Tätigkeiten durchführen. Er bietet nur einen minimalen Schutz gegen Stiche, aber nicht gegen Quetschungen. Mein Fazit: Der Handschuh ist eher für das Heben und Tragen von Materialien wie zum Beispiel Holzplatten oder Ähnlichem geeignet. Aufgrund des fehlenden Quetschschutzes ist dabei jedoch Vorsicht geboten. Handschuh Nummer 3 wird klassisch für grobe Bauarbeiten verwendet. Er besteht fast vollständig aus Leder. Aufgrund der Festigkeit des Materials kann auch mit diesem Handschuh nichts Feinmotorisches gemacht werden. Mein Fazit dazu: Der Handschuh ist für rein grobe Arbeiten sinnvoll. Er bietet keinen besonders guten Schutz gegen Schnitte, Stiche und Quetschungen. Handschuh Nummer 4 besteht aus einem Stoffgewebe mit einer dünnen Gummibeschichtung auf der Handinnenfläche, die bis über beide Finger reicht. Dies ermöglicht ein gutes, feinmotorisches Arbeiten. Auf dem Handrücken seht ihr ein Piktogramm mit Zahlen und Buchstaben darunter. Dies ist die Norm EN 388, welche Werte für verschiedene Festigkeiten angibt. Je nach Anwendungsfall benötigt man andere Eigenschaften des Handschuhs. So ist zum Beispiel für einen guten Schnittschutz ein hoher Wert bei der Schnittfestigkeit gefragt. Die Details zu dieser Norm findet ihr im Internet. Dieser Handschuh hat mit dem Wert 3 eine hohe Abriebfestigkeit, was bedeutet, dass dieser nicht bei Reibung zu schnell durchgescheuert wird. Jedoch besitzt er mit dem Wert 1 jeweils schlechte Eigenschaften in den Bereichen der Schnittfestigkeit und Durchstichfestigkeit. Die Reißfestigkeit ist mit dem Wert 2 wiederum etwas besser. Mein Fazit: Für Schneiderarbeiten bietet dieser Handschuh keinen ausreichenden Schutz. Für das Bedienen von Maschinen sowie das Verwenden von Werkzeug kann dieser Handschuh verwendet werden. Handschuh Nummer 5 ist dem vorherigen sehr ähnlich. Jedoch unterscheidet er sich ein wenig in den Werten nach der Norm EN 388. Mit den Werten 4 und 3 besitzt dieser Handschuh eine sehr hohe Abriebfestigkeit und eine hohe Reißfestigkeit. Die Schnitt- und Durchstichfestigkeit sind mit dem Wert 1 eher schlecht. Mein Fazit: Dieser Handschuh ist etwas besser als der vorherige, hat aber dieselben Schwächen. Dieser Handschuh ist ein Mittelding zwischen den beiden vorangegangenen. Er besteht ebenfalls aus einem Stoffgewebe mit einer dünnen Gummibeschichtung auf der Handinnenfläche, die bis über die Finger reicht. Dies ermöglicht ein gutes feinmotorisches Arbeiten. Mit einer Klassifizierung von 4.1, 2.1 hat er eine sehr gute Abriebfestigkeit, jedoch eine geringe Reißfestigkeit. Die Schnitt- und Durchstichfestigkeit sind mit dem Wert 1 eher schlecht. Mein Fazit: Aufgrund der minimalen Unterschiede ist Handschuh Nummer 5 mein persönlicher Favorit, insbesondere wenn es darum geht, Maschinen so zu bedienen
oder auch Werkzeug zu verwenden. Der letzte Handschuh hat eine besondere Klassifizierung. Er weist die höchsten Werte in der Abriebfestigkeit und Reißfähigkeit sowie einen sehr hohen Wert in der Durchstichfestigkeit auf. Die Schnittfestigkeit ist mit einem X versehen, was bedeutet, dass eine erweiterte Testung nach einer anderen ISO-Norm erfolgte. Das Ergebnis ist auf einer sechsstufigen Skala die Schnittschutzklasse C, welche ein gutes Mittelmaß darstellt. Die Protektoren auf dem Hand- und Fingerrücken schützen vor Quetschungen und bieten einen zusätzlichen begrenzten Schnittschutz auf dieser Handseite. Mein Fazit: Aufgrund der vielen Sicherheitsmaßnahmen ist dieser Handschuh sehr dick, bietet aber einen sehr guten Schnittschutz. Feinmotorische Tätigkeiten sind damit aber kaum möglich. Kommen wir zu meinem Fazit. Handschuhe helfen beim Arbeiten. Die vorgestellte Norm unterstützt bei der Auswahl eines guten Handschuhes gegen mechanische Risiken. Es gibt noch weitere Normen, welche zum Beispiel thermische oder chemische Risiken betreffen. Sollten Handschuhe keine Angaben der Norm EN 388 aufweisen, würde ich diese nicht für Arbeiten in der Werkstatt verwenden. Auch wenn Handschuhe äußerlich sehr ähnlich aussehen, der Blick auf die Normwerte zeigt jedoch Unterschiede auf. Spezialhandschuhe wie zum Beispiel für den Schnittschutz weisen grundsätzlich höhere Werte in allen Kategorien auf, da diese erhöhte Sicherheitsanforderungen haben. So, meine liebe Community, das war das erste Video mit VoiceOver. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Schaut euch auch meine anderen Videos zu den Themen Holzarbeiten und 3D-Druck an. Wir sehen uns, euer Werkbär.